Moinsen, liebe Ali- und Tackle-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum Unboxing-Video der neuen Pur Lure Sana Max. Wir packen das gute Stück aus, kommt hier im Karton und dann checken wir die Rolle mal ab. Okay, Rolle, Handschuhe und die zweite Spule. Die Rolle kommt nämlich mit einer DC-Spule und einer normalen oder mit einer SV-Spule mit einer magnetischen Bremse. So, gutes Schweizer Taschenmesser. Gruß in die Schweiz. Schon mal sehr gut verpackt das Ganze. Okay, Karton ähnlich wie bei der normalen Pur Lure Sana. Hier schon mal die Specs. 10+1 Kugellager, Body Aluminium, Bearings Stainless Steel, also Edelstahl, Übersetzung 7.3 und Drag 10 Kilo, Bremskraft 10 Kilo. Und hier hinten auch nochmal Brand Pur Lure Sana. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck, hier auch mit diesem 3D-Druck. Kommt super verpackt an. Gut, holen wir das gute Stück raus und gucken mal, was uns erwartet. Noch eine Verpackung, also noch ein Wheelcover dabei. Pur Lure lässt sich da nicht lumpen. Explosionszeichnung. Auf Englisch, sehr schön. Hier nochmal eine Wartungsanleitung, auch auf Englisch. Okay, auch das wie bei der vorherigen Sana. Hier wieder mit dem Pur Lure Logo, also wenn man mal eine Rolle transportieren möchte. Ich nutze die Dinger ganz gerne, wenn man in den Urlaub fliegt, im Koffer. Da liegen die Rollen safe und dann schauen wir mal. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Öl, aber ist nicht weiter schlimm. Auch hier, also geölt scheint sie auf jeden Fall sehr gut zu sein. Von der Festigkeit, Stabilität her macht sie einen guten Eindruck. Wir haben hier den Metal Frame, Carbon Composite, aber ja, Lauf auch super smooth. Aber wir fangen bei den Knobs an und da ist ja also minimalstes Spiel drin. Hier etwas mehr, aber alles noch im Rahmen. Knobs aus so harten EVA. Hier sieht man Pur Lure Logo eingestanzt. Auch auf diesem Carbon-Händel, 110er, also für die Rollengröße angepasst auf jeden Fall. Und dann schwarze Händel-Retainer-Nut, Aluminium Star Drag, 65er, schön groß. Ja, und Lauf ist wirklich schön smooth. Star Drag klickt natürlich. Spool Tension Cap, auch hier mit einem Pur Lure Logo. Purple Applikation auf der Spool Tension und hier auch nochmal auf dem Getriebedeckel. Drag Sound. Ja, sehr knackig, schön crisp. Gefällt mir richtig gut. Top. Spaltmaße
Auch super. Hier unten sieht man es. Also Fett hat sie auf jeden Fall genug abgekriegt. Gucken uns gleich nochmal die Kugellage an. Sampa auch. Kein Spiel, wenig Spiel. Fühlt sich wertig an. Allerdings kein Aluminium, aber auch hier nochmal ein Pur Lur Logo drauf. Beidseitig geführt. Schön smoother Lauf, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Sideblade hier mit dem Sana Max Schriftzug. Wir haben Magnetbremse, Einstellung von 0 bis 20. Ja, 20 verschiedene Einstellungen bei der Magnetbremse. Ja, ansonsten optisch mega. Schwarz matt hier. Und dann mit dem Purple gefällt mir persönlich extrem gut. Aber das ist Geschmackssache. Gut, gucken wir uns mal die Spule, die SV-Spule bzw. das Bremssystem an. Hier haben wir wieder die Magnetringe, die dann ausfahren, wenn wir sie hochstellen und wieder reinfahren, wenn wir die Bremse runterstellen. Und dann kommen wir zur Spule. Die SV-Spule, Spulenkapazität 0,28, 150 Meter oder 0,30, 130 Meter. Gut gefettet und hier, ihr seht, SV, beweglicher Induktor. Spule müsste eine 34er sein. Messen wir mal eben nach. Ja, 34er Spule. Ich glaube, in der Beschreibung war 32 angegeben. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also 34er Spule. Gewichtstechnisch kommen wir auf 12,7 Gramm, also 12 Gramm für die SV-Spule. Und jetzt schauen wir uns dann nochmal die beiliegende DC-Spule an. Die kommt hier in einer Alubox. Da haben wir einmal die DC-Spule mit dem Magnetkern hier in schwarz. So, auch hier 34er Spule. Die wird gewichtstechnisch jetzt ein bisschen schwerer sein, weil wir hier halt den Magneten drin haben in der Spule. Kommen auf 14,6 Gramm. Aber ihr seht hier Deep Spool und eine Medium Spool bei der DC. Und dann haben wir hier die Side Plate für die DC-Spule. Und hier haben wir etwas weniger Einstellungen, beziehungsweise hier geht's oder soll es von 0 bis 3 gehen. Das schauen wir mal eben. Ja, 3 plus. Wobei, klar, umso höher sie steht, umso mehr wird gebremst. Allerdings haben wir von 0, 1, 2, 3, 4, 5
5 Einstellungen von 0 bis 1. Das heißt, wir haben 15 unterschiedliche Stufen, um die DC-Bremse einzustellen. Auch hier ist noch ein bisschen Öl drauf. So, und so sieht die gute Rolle aus, wenn die DC-Spule drauf ist. Mehr schwarz mit nur noch dezenten Purple und ihr hört es. Da ist der DC-Sound, keine Lichter oder sonstiges, aber ein richtig schönes Fiepen. Der eine liebt's, der andere hasst's. Gut, wiegen wir das gute Stück noch mal eben. Sie soll wiegen 215 Gramm. Mit DC-Spule glaube ich ein bisschen mehr. 220 Gramm mit DC-Spule. Und dann schauen wir mal, was sie mit SV-Spule wiegen wird. Da werden wir dann natürlich auf ein bisschen weniger kommen, weil die Spule halt weniger wiegt. 215 Gramm, also für eine Rolle in der Größe jetzt auch nicht das Ultra-Schwergewicht. Machen wir nochmal einen kleinen Größenvergleich. Ich habe hier die 200er Tartula und da können wir sehen, dass die Sana Max vom Body her nicht ganz so wuchtig ist. Getriebemäßig kommt es aber schon hin. Ich glaube, man kann es gut erkennen. Also Tartula einen Ticken größer in der 200er Größe. Oder mit der normalen Sana, mit dem Weitwurfmonster, wirklich einer meiner Lieblingsrollen nach wie vor. Da sieht man dann schon auch einen Unterschied, dass sie schon eine Nummer mächtiger ist. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir auf die Rolle nochmal Schnur rauf, auf beide und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, Schnur ist drauf. Hier einmal die SV-Spule mit lilaner Schnur. Sehr akkurate Wicklung, Schnurwicklung, also auch das top. Ich habe sie jetzt auf die Scharpen geschnallt, die Rolle. Da könnt ihr das Fitting auch mal kurz sehen. Passt natürlich farblich hier mit dem Purple ganz gut. Apropos Purple, das sind die Handschuhe, die mit dabei waren. Auch die Purple, neues Modell. Ja, jetzt habe ich sie auf der Scharpen drauf. Die hat ein Wurfgewicht von 12 bis 65 Gramm. Da sehe ich die DC-Spule in der Range, also H-Route. Und mit der SV-Spule werde ich dann die Crazy Man Lure Star bei Pure Lure. Ist eine Snakehead-Route XH angegeben mit 10 bis 45 Gramm Wurfgewicht, macht aber locker 100, 120 Gramm. Da werde ich dann die SV-Spule raufpacken und auf die Sharpen 762H mit einem Wurfgewicht 12 bis 65 Gramm dann die DC-Spule. In der Range sehe ich die Rolle tatsächlich auch, zumindest jetzt in der Theorie, also DC-Spule, beziehungsweise hier ist die DC-Spule irgendwo bis 60 Gramm und die SV-Spule dann bis 100, 120 Gramm, aber genaueres wird man dann am Wasser sehen. Aber so in der Range würde ich sie auf jeden Fall einordnen. Pure Lure gibt zwar an, dass die Rolle weniger als 5 Gramm werfen kann, aber seien wir mal ehrlich, keiner wird sich so eine Rolle auf eine ML oder M-Route schnallen oder auch auf eine MH-Route. Also das ist eher was für eine HXH-Route, für größere Köder. Und alles, was darunter ist, kann man dann die normale Sana nehmen oder jede andere Rolle in der Range. Da braucht man dann nicht die Sana Max, das ist eher was für Sharpen in H oder zum Beispiel die Crazy Man in XH. Fazit zur Rolle oder zu den beiden Rollen eigentlich. Man kriegt ja eigentlich 2 Rollen für einen Preis oder 1,5 Rollen. Preislich
lag sie jetzt im Sale. Ich glaube, sie ist knapp an die 80 € rangekommen. Momentan haben wir Valentinstag-Sale, da liegt sie bei 90 €, glaube ich. Kann man definitiv nicht meckern, bekommt man viel Rolle. Sie ist von der Haptik wirklich sehr gut. Auch mit dem Star Drag, der ist gefedert, der wackelt nicht. Auch die Drive Shaft ist fest, da ist wenig Spiel drin. Metal Frame, Composite, Sideplates, eine gute Griffigkeit. Also eine Top-Rolle zu einem, denke ich, sehr guten Preis. Und für alle, die dran geblieben sind, es gibt wieder was zu gewinnen. Diesmal ein paar Pur-Lur-Handschuhe. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock habt, hypt das Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wie immer, Tight Lines, dicke Fische. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.